Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus dem neuen Zuhause und wie ihr sehen könnt, hier ist auch die neue Bühne, 4-Säulen-Hebebühne, hauptsächlich als Parkmöglichkeit gedacht, dass ich hier 2 Autos auf einem Platz übereinander stapeln kann. Aber ich werde sie natürlich auch nutzen, wie bei so Aktionen wie zum Beispiel beim Opel, wo ich dann eben jetzt viel bequemer das Fahrwerk einstellen kann. Ich fahre das Auto da drauf und ziehe dann sozusagen im Stehen, weil ich ja das Auto dann hochfahren kann, alles ganz gediegen mit Drehmoment fest. Ist eine Bühne, die auf 3,5 Tonnen ausgelegt ist, also für alle Fahrzeuge, die ich jetzt habe, passt das. Da waren automatisch so entsprechende Stopper dabei, also dass ihr so, wenn ihr das Auto auffahrt, dann könnt ihr sowohl vorne als auch hinten entsprechend diese Stopper einsetzen. Das sorgt dann dafür, dass das Auto nicht von der Bühne rollt, in irgendwelchen Extremfällen. Normalerweise hat man ja Handbremse und Parkbremse drin, aber das ist eben nochmal ein zusätzlicher Schutz. Dann hat die Bühne standardmäßig so ein Liftkit. Ihr seht das jetzt hier. Hier sind jetzt schon diese Liftdinger installiert. Die muss man natürlich für die normale Verwendung wieder entfernen, aber ich bin momentan noch in der Findungsphase, wo ich sie nachher final aufstelle. Deswegen habe ich das Liftkit jetzt mal gelassen. Da kommen hier diese entsprechenden, ja, was ist das? So eine Art Zusatztragarme mit einer Rolle. Ne, seht ihr ja hier unten. Die werden da entsprechend verankert. Und wenn man dann die Bühne ablässt, dann sorgt das dafür, dass das Ganze sich selbst frei hebt durch das Gewicht, weil ja der innere schwere Teil hier auf diesen Arm drückt. Ja? Und da es hier frei gelagert ist, kippt das sozusagen in diese Richtung. Und bei diesem Kippmoment sorgt es dafür, dass sich dieser Fuß anhebt. Das natürlich an allen 4 Seiten, wo wir das haben. Ne? Das Liftkit ist für jede Seite. Und dann kann man die Bühne mit einer Hand hier bequem rumschieben. Das ist also wirklich super. Für die Mitte waren noch so Ölwannen dabei, also dass man, wenn man jetzt ein Auto hat, was ein bisschen tropft, ein älteres Auto oder keine Ahnung, wie bei mir beim Audi, wo man noch was machen muss, zum Beispiel die Dichtung vom Ölkühler, ne? Dann kann man das Auto drauf fahren und hat dann hier für die Mitte entsprechend so Ölwannen, die man einschieben kann. Die liegen hier drüben. Das ist so einfach so ein Plastikding, wo halt ein bisschen Öl aufgenommen werden kann. Easy, aber nicht schlecht. Und es war auch noch dabei so ein Metallkorb, in dem man dann einen Wagenheber platzieren kann, um zum Beispiel, wenn man das Ganze dann hier einsetzt, zwischen diese beiden Hauptschienen, wo ja das Auto auch drauf steht, wenn man da diesen Korb einsetzt und in dem Korb dann einen Wagenheber platziert, kann man sozusagen auf der Bühne auch eine Achse frei heben, falls man das mal braucht. Werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Ist angeschlossen mit Starkstrom. Und ja, so sieht das aus. War eine ganz schöne Aktion, aber am Ende hat es geklappt. Schwierigkeit war mit meinem Rücken. Es kam zwar jemand zum Aufbauen, den hatte ich schon dazu bestellt, der hatte aber auch ein bisschen Rückenprobleme. Es waren also 2 Leute mit Rückenproblemen zum Aufbau der Bühne, was natürlich schwierig ist, aber wir haben es geschafft. Es war noch ein 3. Kollege von mir dabei, der hatte aber Magenprobleme. Also es ist ein ganz klassischer Tag in meinem Leben. Ja, aber wir haben es geschafft, es ist alles aufgebaut. Monty hat das auch alles immer schön kontrolliert, dass wir hier alles richtig machen und dass das alles ordentlich ist. Ja, das passt also. Ich habe auch ein paar Bilder mitlaufen lassen oder Zeitrafferaufnahmen vom Aufbau. Die schneide ich jetzt hinten ran, die lasse ich laufen. Es ist natürlich, ihr könnt euch vorstellen, wie es immer ist bei mir, in dem Moment, wo ich das Auto, ich habe mir extra einen Mietwagen für heute genommen, wegen den vielen Kilometern. Ich will jetzt nicht immer mit meinen Autos die ganzen Kilometer schrubben, das sind ja immer hin und zurück 1000. Habe ich den Mietwagen auch schon auf die Bühne, wir haben ihn hochgefahren. Und just in dem Moment, wie gesagt, ihr könnt es euch vorstellen, ist natürlich der Kameraakku leer gewesen. Das heißt, ihr seht nur die vergeblichen oder sage ich mal die Anfangsversuche, wo ich in Richtung Bühne rangiert habe hier. Und dann geht es einfach aus. Ich habe aber jetzt keine Lust, nochmal das Auto darauf zu rangieren, weil dann müsste ich wieder das Mobilkit wettmachen und ich will jetzt eigentlich auch nach Hause. Das reiche ich euch dann irgendwann anders nach, wenn dann mal das erste Auto von mir draufsteht. Leider hat der Kameraakku wieder versagt. Alle anderen Aufnahmen schneide ich jetzt entsprechend hinten ran. So Zeitrafferaufnahmen vom Zusammenbau. Es war jetzt nicht super spektakulär, aber dann habt ihr das mal gesehen. Zeittechnisch haben wir jetzt wirklich fast den ganzen Tag dran gesessen. Wir haben so ab 10 gestartet. Jetzt ist es, glaube ich, so 16 Uhr oder so. Also ja, ihr müsst schon einen Tag rechnen, wenn ihr so eine Bühne aufbaut. Wie gesagt, selbst jetzt mit 2/2,5 Mann, gut, natürlich mit Rückenproblemen, zwei Mann mit Rückenproblemen, ein halber Mann mit Magenproblemen,
Vielleicht, wenn man ganz fit ist, kriegt man es vielleicht auch schneller hin, aber ja, will jetzt keine falschen Erwartungen wecken, deswegen so einen Tag sollte man schon einplanen. Genau, ich sage jetzt schon mal Tschüss. Jetzt folgen noch ein paar Zeitrafferaufnahmen vom Aufbau der Bühne und vom anfänglichen Anfahren des ersten Autos auf die Bühne. Hier dieser kleine T-Cross oder wie auch immer das heißt. Wie gesagt, dann ging halt der Kameraakku aus und dann Endezeit, ohne dass ihr seht, wie es auf der Bühne steht. Ich reiche es irgendwann nach. Es gibt auch irgendwann noch ein Video zur Lokation. Das mache ich wann anders. Die Zeit ist schon wieder knapp, aber so habt ihr zumindest ein bisschen Infos. Habt das einmal grob gesehen und ich muss sagen, ich bin sehr happy. Wie gesagt, ich kann die jetzt super gut rangieren. Die ist sehr komfortabel, man kommt da gut drauf. Einfach zu bedienen. Ja, ich bin happy. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Es kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen Content dann hier zu der neuen Lokation, weil ich hier auch noch ein bisschen was renovieren muss. Und es geht dann, sobald es mir möglich ist, wieder mit Auto-Content weiter. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das jetzt zwischendrin auch so ein bisschen Renovierungszeug ist. Aber gehört jetzt halt auch mit dazu. Auch da hinter dem Auto werde ich dann meinen Hauptwerkstattbereich einrichten. Auch da gibt es dann das ein oder andere Video, habe ich mir schon überlegt, dass ich da ein bisschen was umgestalte und würde ich euch dann gerne auch zeigen. Vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen. Insofern, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Zeitrafferaufnahmen. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.